Bonjour et bienvenue en France. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Goldwasch-Folge auf meinem Kanal. Ich bin unschwer zu erkennen im Urlaub in Frankreich im Departement Aude. Ich habe mir natürlich eine französische Goldwaschlizenz für diesen Sommer besorgt. Ich blende die euch mal ein. Ist gar nicht so schwer, sie zu bekommen, kostet auch nichts. Kann man per E-Mail letztlich beantragen. Ich möchte den Urlaub auch mal nutzen, an den Bach zu gehen. Hier, wo ich gerade meinen Urlaub verbringe, gibt es allerdings was Besonderes. Das möchte ich euch gleich mal zeigen. Ich habe es nämlich gar nicht weit zu meiner ersten Location. Ich ziehe mir schnell was an und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir sind hier auf einem wunderschönen Grundstück. So ein altes Herrenhaus oder eine ehemalige Manufaktur von 1739. Ich weiß, dass es hier in der Gegend Gold gibt. Nicht weit von hier ist der Fluss Aude. Da gibt es auf jeden Fall was. Es gibt wohl auch einen alten Goldwäscher, der eine kleine Mine noch betreibt, kaum 20 Kilometer von hier entfernt und das professionell macht. Und ich habe natürlich jetzt im Urlaub nicht so viel dabei. Ich habe einfach meinen Rucksack hier gepackt. Die Sachen, die da drin sind, müssen ausreichen. Eine Schaufel habe ich noch. Aber das Spannende ist, das zeige ich euch jetzt mal, wir haben es nicht weit. Wir müssen nur hier die Treppe runtergehen. Ha! Und da fließt auch schon der Bach direkt auf dem Grundstück. Und ja, wir werden hier und vor allem hier versuchen zu prospektieren. Der Besitzer hier meint, er wüsste nicht, dass es hier jemals jemand probiert hat, Gold zu waschen und ist selber gespannt. Also schauen wir mal, was bei rumkommt. So, ich glaube, ich bin gerade mal 10 Meter gelaufen. Das ist das, was ich mitgebracht habe. Meine mittelgroße Schaufel, ein Set von Pfannen, meine Pumpe, die kleine Goldsachs und ja, hier direkt hier in dieser kleinen Ruhenzone mal sehen, ob ich da irgendwie an die Steine rankomme, die ein bisschen entfernen kann oder ja, ich mit der Pumpe vielleicht ein bisschen was erreichen kann. Jetzt schauen wir erstmal, was hier überhaupt so vorhanden ist. Ja. Also hier habt ihr auf jeden Fall schon schwere Sachen abgelegt, sehe ich gerade. Eisen, ein Haufen Schrott. Also ich denke, wir sind an der richtigen Stelle. Hier scheinen die schweren Dinge hin transportiert zu werden. Sieht man auch an den großen Blöcken hier überall. Dann machen wir uns mal ins Werk. So, ich habe mir jetzt einfach mal eine kleine Pfanne voll gemacht. Was hier fast noch mehr vorhanden ist als Gestein, von dem ich mich erstmal orientieren muss. Also hier gibt es schon auch so Quarzbrocken. Aber guck mal, hier, das ist alles Metall, irgendwelche Metallreste. Hier ist extrem viel Müll drin. Hier noch mehr. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob wir neben dem Müll auch noch andere schwere Sachen entdecken, wie zum Beispiel Gold. So. Unser erstes Loch gestaltet sich als schwierig, da ist überhaupt gar kein Durchkommen. Ich werde es mir trotzdem noch weiter ansehen, wenn ich keine bessere Stelle entdecke, aber jetzt gehen wir doch mal gemeinsam hier den Bach hier ab. Ja. Ich meine, hier ist so eine Geröllbank in der Innenkurve. Kann man ja immer mal gucken. Hier sind eine alte Adilette. Hier vorne könnte es auch interessant sein, wo dieser kleine Stromschnellen sind, weil danach verbreitert sich's. Ist ja auch immer eine schöne Ruhezone.
Wahnsinnig viel schweres Eisen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier drin eine riesige Stange. Ups. Da vorne auch. Ja klar, ich meine, da ist eine Geröllbank von der Innenkurve, da kann man natürlich auf jeden Fall mal schauen. Ich gucke mal, ob ich irgendwie eine kleine Goldfalle entdecke. Irgendwo vielleicht ein Stückchen Bedrock. Ich meine, hier haben wir eins, ne? Allerdings auf der falschen Seite. Es muss aber nichts heißen. Kann sich auch was abgelagert haben. Ja, also hier, wenn ich hier am Bedrock eine schöne Spalte entdecke, die ich auskratzen kann, würde ich das auch machen. So. Das hier ist natürlich auch interessant. Mal gucken. Ich finde es hier schon wieder so herrlich. Schaut euch das mal an. Da hinten habe ich mein Zeug. So, da bin ich wieder. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe von einer kleinen Urlauberin Hilfe bekommen, die hat es sehr interessiert und hat mir dann beim Schaufeln und in die Rinne kippen geholfen. Jetzt holt sie gerade einen Löffel, weil wir haben so eine kleine Goldfalle entdeckt. Hier so ein alter, weiß nicht, so ein alter hohler Stein oder ich weiß gar nicht, was das genau ist. Und hier drin ist jede Menge Material, vielleicht ist da was drin. Jedenfalls haben wir auch die ersten Flitter gefunden, 3 Stück. Keine Riesenfunde, aber der Goldnachweis ist geglückt. Das war ja für heute mal das Ziel. Ich habe das hier jetzt letztlich rausgeholt aus diesem Loch. Am Anfang habe ich ja hier hinten angefangen, da hinter den großen Stein. Da kam ich gar nicht weiter, alles verblockt. Und hier ging es ganz gut. Hier habe ich die kleine Goldsachsrinne gesetzt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder was gefunden haben. Im Augenblick sieht es nicht danach aus. Vielleicht hier. Aber ja, das Entscheidende ist doch, dass das irgendwie hier Spaß macht. Ein schönes Örtchen. Die Mücken werden mich ziemlich verstechen. Dagegen kann man leider gar nichts tun. Ich zeige euch am Schluss auf jeden Fall das Ergebnis, aber ich werde es nicht behalten, weil ich habe dem Mädchen versprochen, dass es das Gold haben kann. Genauso wird es dann auch gemacht. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, liebe Freunde, unser erstes Abenteuer in Frankreich geht zu Ende. Der Goldnachweis hier am Bach ist geglückt. Wunderbar. Es war nicht sehr viel, aber Goldnachweis auf jeden Fall. Ich zeige es euch. Hier. 4 Flitterchen. Ich hoffe, wir werden hier in Frankreich noch die ein oder andere Episode erleben. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo. Freue mich, wenn ihr dazu Lust habt, mich zu unterstützen. Bleibt erstmal gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis dahin und ciao.